Ja! Nein! Alter, das war eine Airtime. Ja, das hat er ja richtig reingelunzt. Bei so einer Aktion habe ich mir mal 4 Rippen hier gebrochen. Oh. Der muss einfach machen, es wird dunkel. Fokus und rein. Moin oder was? Und herzlich willkommen zum neuen Video! Digga, du hast mir die ganze Zeit an Schwanz gegrapscht. Ich sag mal, du verleidest auch dazu, aber. Ja, klar. Wir sind an unseren heißgeliebten Treppenabgang auf Zollverein zurückgekehrt und wir haben das Ding jetzt mal erweitert. Box, Palette, Palette, Box. Quasi einen eigenen Parcourspark hier rausgemacht, in der Hoffnung, dass wir uns hier den einen oder anderen neuen Jump oder neue Line ermöglichen. Unseren eigenen Parcourspark haben wir nicht weitergebaut, aber hier haben wir einen neuen. Kurzes Warm-up, Oldschool, Klassik, Classic. Edit. Junge! Yes! Yo! Alter! Mein Fuß ist so geslippt auf der Mauer. Junge! Ja, normal. Vorhin noch gesagt, dass das geil ist hier gerade mit Regen und alles. Uns ist gerade aufgefallen, Dwayne hatte schon mal einen richtig geilen Fail mit demselben Trick und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Es war nur halb auf der Kante. War gut, ja, aber hab gedacht, so, das könnt doch nochmal das gleiche machen jetzt. Alter! Junge! Alter, war ich selber überrascht. Digga, dieser Stride war richtig geil. Ja? Ja, das sah irgendwie cool aus, so Mario-mäßig. Das war auch ein ganz schönes Gefühl. Es ging so runter und direkt weiter. Das war irgendwie geil. Ja! Ich musste auch was in der Linse da, der Monitor hat mich auch noch gezeigt. Hab mich geil gefühlt nach der Line, aber mich beim Ansehen fast angekotzt. Oh, einfach der Winkel, sonst Ja, ist es wunderschön. klar. Kurze Unterbrechung, wir haben nicht nur für den Parcours-Spot geile Utensilien dabei, Sondern auch für die anwesenden Treppen und Hügel. ihr seht jetzt schon, wir haben wieder unser geiles Refurbished E-Mountainbike von Upway dabei. Mit der Kiste kann man nicht nur geil wo runterfahren, sondern auch Ast rein und ganz entspannt die Berge hochdösen. Die Refurbished E-Bikes von Upway kriegt ihr bis zu 60% günstiger als neu. Damit tut ihr nicht nur der Umwelt was zuliebe, sondern auch eurem Geldbeutel. Das Geile auf der Website von Upway ist, dass jeder das perfekt auf sich zugeschnittene E-Bike finden kann. Mit der Filterfunktion, wo man seine Größe, seine Preisvorstellung und seine Radkategorie angeben kann, macht den Einkauf Ast rein. Wenn ihr bei Upway bestellt, dann kriegt ihr innerhalb von 3 bis 7 Werktagen euer E-Bike geliefert. Ihr könnt bis zu 14 Tage Probe fahren und ihr habt 1 Jahr Garantie auf Motor und Elektronik. Mit unserem Code FREERUNNING spart ihr 100 € bei einem Mindestbestellwert von 500 €. Also Link in der Videobeschreibung auschecken und mit dem Code FREERUNNING 100 € sparen. Damit zurück im Video. Komm, Junge Monte! Oh, Junge! Oh, Alter! wäre ich nicht mit dem C da hängen geblieben, hätte ich den noch geschafft irgendwie. Ja! Yes! Da ist er! Alter, der war gut. Alter, geil. Auch wieder falscher Fuß, aber habe ich mich nicht von blenden lassen, gingen trotzdem alle rein. Ach klar. Ah, komm, one take. Junge, das war aber laut. Das liegt natürlich am Brett, weil es locker ist. Naja. Nee, Dwayne und ich wollen die Double Conf einmal machen. Jedes Mal eine Challenge. Ist ja auch lange nicht mehr gemacht, ne? Ja, das war um die Zeit, wo ich mich bei der Divecon auf die F***
gelegt habe. GG. Alles gut, Alter? Alles gut, Digga? Alles gut? Bis heute hier so eine scheiß Narbe. Jedes Mal beim Rasieren schneide ich mir da rein. Wie ist das? Da hatte ich eine Woche später Bewerbungsgespräch. Da bin ich mit dem blutverschmierten Gesicht zum ersten Job gelaufen. Wir haben doch sogar ein Foto von dir damit gemacht. Ich stand ein Jahr lang im Mitarbeiterverzeichnis mit einer blutigen Fresse. Du hast nur die Notbremse gezogen, ob die so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Also wenn du dein Gesicht irgendwie nicht auf die Mauer hauen kannst, dann solltest du das auf jeden Fall nicht machen. Ja, wir haben uns hier einen Prep aufgebaut, weil ich habe das halt ewig nicht gemacht, aber das ist kein Prep für das Ding. Geil. Artistisch. Hoch. Ich meine, ich mach die gerne vor. Ja komm, du kannst sie nicht schieben, die ist ja schon völlig festgekeilt. Da kommt wieder der Faule raus. Der Faule, der steht hinter der Kamera. Eigentlich ist Jan der Faulste, machen wir uns nichts vor. Er macht wirklich gar nichts. Das faule Schwein da. Guck mal, der steht nur rum. Nicht mal reden tut er gerade, der macht gar nichts. Ja. Hat euch das unterhalten? Mich nicht. Okay. Ja, Mann. Okay. Eine Körperlänge, du bist direkt da. Ja. Komm einfach strecken rein. Ja. Jo. Ja! Ja! Sicher! Lachs, echt. Die ist schon echt irgendwie immer gruselig. Sehr geil. Boah, der war echt hart auf Handgelenk. Der hat richtig geknackt. Also, Geknackt, oder? Der hat auch Ja, geknallt, der zweite. ja, der hat rechts hat er geknackt. Perfekt. Komm, Junge. Erste Doppelkatze seit 4 Hier der Jahren, Double. oder? Also wenn das jetzt klappt, ist das der Beweis, dass Doppelkatzen wie Fahrradfahren sind. Ja, Dass du das nicht verlernst. du warst auch immer gut drin. Bist Ja. da gut drin. Doppelkatzen sind wie Fahrradfahren. Genau das. Ja. Komm, schön Fahrrad fahren jetzt. Komm. Komm, Junge. Bereit? Ja. Ja. Digga, das ist ein Witz. Ich hab in so eine Lücke reingetreten mit dem ersten Schritt. Das brauchst du wirklich gar nicht beim ersten Anlaufschritt. Er macht den No-Look. Wichtig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe mich die ganze Zeit mit dem Gesicht auf der zweiten. Aber das wird nicht nochmal passieren. Du hast sie safe. Viel zu viel Schiss davor gehabt. Ich hab ja auch geisteskrank zu viel. Ja, ja. Alter, deine Hände sind gerade eben noch auf die Mauer drauf. Ich hätte die Hände gefühlt auch fast weglassen können. Junge. Geil. Oh, das war jetzt ein Moment, da habe ich nicht mehr auf die Kamera geguckt. Den muss ich mir in echt angucken. Da war wirklich einmal so ein... Oh, yes. Oh, da habe ich so richtig mitgefiebert. Oh, da habe ich mich reinversetzt. Junge, Junge, Junge. Fuck. Oh. Alter, das hat mich so abgefuckt. Ich gucke ja mal weg, um mich einmal auf den Sprung zu konzentrieren. Und das einzige Bild, was ich im Kopf habe, war dieses hier. Oh, yes. Und das Schlimmste war, dass ich die Mauer halt noch nicht mal gesehen habe. Ja, nach so einem Fail ist es halt auch viel schwieriger, das Ding nochmal zu machen. Ja, aber geil, dass du dich überwunden hast, Alter. Richtig nice, Mann. Danke. War echt schlimm auch von der Überwindung. Aber fertig. Können wir haken, dran weg. Zack. Wir sind an einem neuen Spot, und zwar dem Parkhaus auf Zollverein, und hier hat sich auch schon in der Vergangenheit so einiges Ikonisches zugetragen. Hier ist nämlich das Spot, wo Jasper sich vor einigen Jahren mal hier die Bänder gerissen hat, den Fuß für immer verletzt hat. Oh, Digga! Oh nee. Ja, mit Knorpelschaden zur Folge, Genau. weswegen ich im November operiert wurde und immer noch am Recovern dran bin. Aber wir haben heute hier noch einige Challenges gefunden. Man kann nämlich diese Schrägen hier sehr gut benutzen. Dahinter geht es noch mal ein ganzes Stück runter. Und ich glaube, da finden wir noch einige Tier. Schräge, wirklich richtig geil. Hat immens viel Grip. Paletten sind natürlich auch wieder da. Ganz entspannt für die alten Knochen. Kommen alle in die Jahre hier. Der ist schon auf halbem Weg zur Rente eigentlich. Was ist das denn so hart hier immer?
Irgendwas ist hier am Rausstechen. Wird auch gar nicht geguckt, was da raussticht. Das wird einfach akzeptiert. Das war nicht so geplant. Ja, stehe ich auch schon unten. Alter, Ninja Warrior hier in Junge, Bahn und was. zu wehgetan. Komm, jetzt wieder hochklettern. Schräge. Was? Zack, bin ich oben. Mein Plan ist es, den Hurley rüber zu machen. Ich habe einen kleinen Step-Up dafür und will versuchen, hier komplett rüber zu springen bis auf den Rasen, ohne irgendwas hier zu berühren. Das ist schon hoch, Alter. Das ist, wenn du hier auf der Höhe bist, das ist locker mal ein 3-Meter-Drop mit... Was sagst du? Safe mehr als 3 Meter von da. Echt? Ja, safe. Na gut. Aber keine Sorge, bei der Landung, da kann gar nichts passieren. Das ist alles safe da unten. In meinem liegt kein Schnee, also du siehst ja, was kommt. Ja, das ist nämlich... Nee, da sehe ich nicht, was kommt hinten. Ich sehe Stimmt. hier hinten... Das war bei mir leider das Heimtückische. Das unterm Schnee, unter der Schneedecke war eine astreine Kante, die ich nicht gesehen habe. Machst du nix. Für nicht nachgucken stehen wir auch mit unserem Namen. Ja, das stimmt. Ach komm, einfach mal einen hier preppen und was mal und hier. machen und hier, Genau. ne, komm. 2, 1, 2 Löchern, da guck, ein Mund, 1, 2 Augen, alles doppelt teilweise. Alter, ich außer hab die die- Nase da. Die ist noch einmal da. Das Geile ist halt wirklich, man sieht hinten beim Anlauf nicht, was hier alles kommt. Das heißt einfach nur rennen, abspringen und hoffen. Ette Puff, Prep die zweite. Deutlich mehr Impact auf jeden Fall, obwohl da wirklich noch eine Menge oben abgebremst wurde. Ich finde den Prep schon schlimmer als das Machen, glaube ich. Grad. Ja, dann komm. Dann hoch mit dir und Abfahrt. So. Komm, einmal einen weghurdeln. Komm wirklich, glaube ich, auf die Straße mit. Das könnte ein richtiger Meme werden, wenn du danach erfasst wirst. Erfasst. Oder so ein Bänderriss, komm. Ein fürs Team. Mal den Ball flach halten, ja. Abspringen. Impact nehmen, ganz wichtig. Nicht den Philipp machen. Komm, rollen kannst du doch. Tja, Rollen muss gekönnt sein, ne? Warte, muss kurz furzen. Alle ready? Jawohl. 3, 2, 1. Oh, Junge. Alter, das war eine Airtime. Geil, Mann. Boah, da kam der Bordstein aber gehörig nah, Junge. Sauber, yo. Alter, das war nur noch ein Meter vom Bordstein, glaube ich. Da bin ich gerollt. Ich dachte auch echt, du landest viel knapper dran. Das war perfekt, Mann. Alter. Geil, Alter. Impact war aber smooth, war gut. Geil. Also, heute kein Hummel sein, heute bin ich eine Biene. Sauber, Junge. Geil. Du hast den offiziellen Ette-Zappel-Philipp-Weltrekordtitel jetzt. Ja. Das war geisteskrank, was du da rumgerudert bist. Da waren noch einige Szenarien in der Luft los in meinem Kopf. Jetzt gerade fange ich an zu zittern, ey. Boah, der war geil. Der war auch wirklich vom Impact ging echt fit. Wie lange bereitest du dich auf sowas vor? Auf dieser schrägen... 25 Minuten. Was schmiedest du da bitte für Pläne? Ich habe überlegt, das Dive-Card, also einen Ratschlag quasi zu machen, hier abspringen und dann hinten die Hände setzen. Und damit meine Hände sich nicht aufschneiden auf diesem grandios gegrippten Ding, kann ich mir halt so Stoppersocken anziehen. Da rutsche ich noch unwahrscheinlicher weg. Ach du Scheiße. Boah. Jo. War okay, aber ich sag mal so, ich werde mit viel mehr Rotationsschwung hier aufschlagen, wenn ich den darüber schmeiß. Haha, guck mal, da wurde der Helm aufgezogen, ha? Wird schon schief gehen, das passt auf jeden Fall. Ich krieg das schon hin. Ich denke auch, du musst gar nicht so weit. Ja. Manche Sachen, die kann man halt nicht einschätzen. Das ist dann so. Manchmal muss man einfach Glück haben und einen Schutzengel. Ja, da bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich muss einmal auf meine Hände scheißen, auch wenn der Grip die dann komplett aufreißen wird. Aber die müssen einmal stoppen. Das ist wie bei deinen. Ja. Ich bin nicht blind, weil ich sehe, was kommt ungefähr. Ja. Aber ich weiß nicht, was kommt. Also bin ich zumindest von meinem körperlichen Ausgang sehr wenig informiert. Komm, den hast du. Schön flach bleiben bei allem, dann kannst du ihn gut steuern. Komm, Junge. Ah, yes! Yo. Alter. Geil!
Oh Junge, das hat aber auch einfach nur reingescheppert da die Hände nee, komm, hinzu. nur hin. Sauber, Junge. Alter, sah der geil aus. Draufsetzen war einfach nur wie Schmiergelpapier. Der war wirklich richtig gerade wie so ein Stock, aber so alles, konnte alles noch bremsen, alles kontrollieren. Geil. Und das war wirklich ein harter Struggle für ihn. Wir mussten da wirklich dem gut zureden, off-cam, dass er das definitiv schaffen wird. Ja, und geil, dass er ihn noch gemacht hat. Junge. Boah, das hat echt krank Spaß gemacht. Ich würde gerne irgendwie noch mal einen machen und versuchen, ihn ein bisschen schöner zu machen noch. Jo. Oh. Das war knapp. Vertrauen und Gefühl. Ach, Dankeschön. Richtig geil. Auch jetzt einmal schnell noch rein, bevor die Hände richtig wehtun. Ja. Ja. Ja, da habe ich das gemacht, bevor ich Schiss hatte. Aber noch nicht so, wie ich gedacht habe, dass das passieren könnte. Aber jetzt haben wir das auch einmal gemacht. Ah ja, jetzt ist auch egal hier. Ja, das hat da ja richtig reingelunzt. Ja, oder da nochmal reingelunzt. Dann kann ich zumindest mal den Frosch ein bisschen Farbe schenken hier. Sauber. Danke. Und der nächste steht hier an der Absprungbahn. Mal wieder gucken, ob der Frontflip-Back im Game ist. Da bin ich mir ganz sicher. Das hängt in erster Linie mit meinem Sprunggelenk ab, aber das ist eigentlich ein guter Prep einmal. Wenn das aushält, dann geht die Landung auch. Ja, ach, komm mal. Was sagst du? Ja. Ja, komm, alles für den Handywinkel und womöglich auch nicht für den Handywinkel. Ja, das ist es nämlich. Entweder für oder komplett dagegen. Komm! Alter, ich dachte, der kommt schon. Nee, ich kann es dir auch richtig Vollgas, aber dann muss er rennen. Rennen ist schwierig. Ja, komm! Das landet safe in dem Gully da. Komm! Komm! Komm, Junge! Das ist vielleicht der Untergang. 3, 2, 1. Nein! Das landet safe in dem Gully da. Oh ja! Alter! Ja, komplett reingerufen, weil der ist auf jeden Fall 2 Millisekunden zu spät aus der Hand gerutscht. Ich dachte, okay, das geht hoch und der geht auch genauso schnell wieder runter. Also das ist zwar kein Samsung Galaxy, aber die Flugphase war astronomisch. Ja, war ein Killerwitz. So. In der Zwischenzeit sind die Lichter hier angegangen. Also wird immer galaktischer hier oben. Zack. Ja. Da kannst du wie Meter absolvieren. Ready? Ja, komm. Das ist ein schöner, ist das. Ja, komm, hasse. Ja, sicher. Geil. Ja, sicher. Yes. Ja, sicher. Geil. Boah, jetzt endlich wieder mal ein. Überhaupt nichts im Sprunggelenk, gar nichts. Geil, mal Bock. Ja, so macht es doch mal wieder Spaß, was zu senden, was nicht wehtut. Ja, das ist ja ein Novo mittlerweile. Ja, das ist das Schlimmste, dass das mittlerweile ein Novum ist. Ja, ich sag ja, ihr habt das ja angepriesen mit dem Rentner. Ja, ich meine, bist fast da, hast fast geschafft. Was musst du noch arbeiten? Was? Hier, 40 Jahre noch oder was? Ich mach die Scheiße 40 Jahre. Komm, ab im Schlappenstor, dass bei ihm ja Schluss sind hier. Wir haben den Spot gewechselt, sind gerade noch ein bisschen über Zechenareal gelaufen und haben hier einen absoluten Kracher gefunden, den wir vorher noch nie gesehen haben. 1, 2, 3, 4. Von hier oben kann er wirklich perfekt in diesen Kasten reindroppen. Problem ist, dass das jetzt auch schon langsam am Dämmern ist. Dwayne ist schon am Preppen und guckt sich den Running an. Für mich wäre das, glaube ich, ein Plyo. Also 1, 2 mit beiden abspringen. Aber es ist schon wirklich wild. Ja, ich weiß echt noch nicht. Mich macht das echt sehr nervös mit dem Anlauf hier oben. Wegen dieser Scheißlücke. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass ich, wenn ich da machen will, da so weit von einen Schritt reinsetze und gar nicht erst zum Absprung komme und vorher schon flöten gehe. Das wäre krank. Aber ich sag mal, dann wärst du in Rente schon mal. Gleiches Setup haben wir natürlich hier unten. Hier kann man perfekt preppen. Ach. Oh, zack. Ja.
gar kein Problem eigentlich. Das wirkt schon wild mit dem Drop und alles da oben. Ja, safe. Ich meine, nur auf diese scheiß Kante kommt man ja safe. Und das ist dann halt eine Hackenprellung. Also, weißt du? Ja, oben ist auch, Jasbek macht da nämlich gerade schon sauber. Oben ist nämlich ein bisschen rutschig. Oben riecht einer am Abzappeln, aber am Upraven hier. Jetzt guck mal den Booster. Boah. Alter. Hat echt einen komplett neuen Anstrich bekommen hier oben. Ja, ich auch. Alter! Kirche rausgeholt! Ja, sehr. Junge! Die Farbe hatte der Steinbach? Jetzt ja! Moin! Der sich mit allen anlegt, über Fahrräder springt und so. Also. Ja, das ist doch mal eine geile Beschreibung, ja, das stimmt. Die langen Haaren hinten, ne? Siehst du aus wie Günther Netzer in seinem letzten Jahr. Wird immer besser hier, das Gespräch. Ey. An der Berne treffe ich einen, der hängt immer an den Geländern rum und macht da auch seine Sachen. Ja. Aber den muss ich mal hier hinbringen. Ja, hol mal hier hin. Bring ihn mal hier hin, dann macht er mal gescheite Sprünge hier. Perfekt, der ist es jetzt. Klatschen oder? Nee, Na komm, Günther. wird wirklich dunkel jetzt, also man checkt schon alles nicht mehr so ganz. Ja, jetzt verschwimmt langsam. Komm, Fokus rein. Das ist hier komisch, weil man hier überhaupt nicht preppen kann, wie du schon gesagt hast. Ja, wenn du unten preppst, kannst du halt den Sprung nach vorne raus Vollgas machen. Wenn du von da drüben aber losrennst, musst du den Plyo in Jans Fall da vorne hin preppen, weil du nicht an die Kante gehen kannst, weil du sonst unten bist. Rein und einfach kollabieren kann, egal. Ja, komm, okay. Springt auf jeden Fall in das weiche Ja, ne? Kohlebecken da rein. Ja. In die Schlacke, komm, ins Schlacke-Paradies. Na komm, rein in eine Schlacke. Okay, komm. 13,5, das mach ich im Schlaf. Volle Pulle. Okay, Ja. zurück rein. Ready? Komm, Junge. Ja. 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 Schön nach vorne. Komm. Lass diesen Fahrradfahrer noch eben einmal durch und dann bin ich. Dreh in die Pedale, Bruder. Da sieht man auch schon, wie dunkel es ist. Hier wird schon mit Licht und alles gefahren. Ja gut, das liegt vielleicht auch an der Alterskategorie des Fahrradfahrers. Zack, und rein. Fokussier dich genau auf das, was du machen willst und gib dem 100%. Das ist wirklich, der Knockout ist unten, bei zu kurz. Vor den. Wird spannend hier gerade. Ich hoffe, der checkt noch genau, wo der Boden auch nachher ist. Zack, und rein. Fokussier dich genau auf das, was du machen Ja, willst. das kann ich auch verstehen, wenn man da abgelenkt ist, ne? Ja! 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 Sicher! Natürlich! Alter! Ey, der war auf einmal zu chillig. Das für eine Landung! Hä? Alter, den Begriff Abweglandung hatten wir lange nicht mehr im Gespräch, aber das war dann beste Abweglandung-Beispiel, was ich mir vorstellen könnte. Oh, war der fürchterlich gelandet. Ey, Junge, du hast den Impact so genommen! Hey, yo, danke, ne, alles Hat auf YouTube. Ja, an, ey. geil. Bei so einer Aktion habe ich mir mal 4 Rippen hier gebrochen. Oh, Stück. Gebrochen, leicht angebrochen, die steckte im Lungenfell und die letzte steckte in der Lunge. Ja, das brauchst du gar nicht. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher, ob da bei mir nicht auch noch was in der Wirbelsäule mal umgeknickt ist oder sowas. Irgendwann. Ja. Ich hab gedacht, dich gibt's gar nicht und ich komme jetzt hier gerade raus. Ich denke, den kenn ich doch. Ja. Das ist aus YouTube. Ja, Gut gemacht. manchmal gehen wir sich. Super. Ne, alles für Günther. Tschö. Ich kann aber erklären, ich war so super easy. Bin ich gelandet, war viel weiter als ich dachte. Wollte auch eigentlich noch rollen, aber Alter, die Landung ist so weich, ich konnte nicht mehr rollen. Deswegen war ich auf dem Weg nach unten, wollte rollen, aber gegen mich, weil ich da drin gesteckt habe. Gucken wir uns doch mal die Füße an. Ja, das sieht doch wie aus wie ein Stecker hier. Ja, das ist auch das war ein gutes Rückentraining. Da werde ich morgen mit Muskelkater im Bett spüren, das Ding. So, das werden wir auch noch. Aber mittlerweile ist es auch wirklich dunkel. Wobei, die Altersgruppe fährt noch nicht mit Licht. Oh, okay, das ist ein älteres Exemplar als gerade. Oder vielleicht hat die Rente nicht für ein Licht gereicht. Tatsächlich gut möglich. Mittlerweile schwierig und was, ne? Das ist auch wirklich nicht geiler geworden mittlerweile hier alles. Der muss einfach machen, es wird dunkel. Sonst checkt er in der Luft nicht mehr, wo der Boden ist, streckt sich zu früh aus und dann könnte es beschissen werden. Die Lichter sind auch schon wirklich an auf der Landebahn hier. Das ist immer das Zeichen, dass es wirklich dunkel ist. Ich weiß nicht, ob der noch Die Generation hat ordentlich Licht am Mann. Hatte der einen Motorradhelm auf? Der hat ja alles auf.
Da ist kein Helm und auch kein Licht vorhanden. So mögen wir es. Ja, komm, dann lass mich einmal runter, einmal so weit wie möglich und dann hoch und dann gucke ich. Und wenn dann nichts ist, dann ist auch zu spät. Ja. Ach, genau, Digga, du bist noch viel weiter gekommen als Jan. Scheiße, Kack. Letzte Woche mit angefangen. Ja, aber da muss ich jetzt so eine K um die Ecke laufen. Scheiße. Ich habe mich so schön aus Parcours rausgezogen. Komm, es wird nur dunkel. Ja, mittlerweile ist die Dunkelheit auch auf der Cam angekommen. Ich check's auch nicht, warum ich so einen Schiss vor diesen Dingern immer habe. Da muss ich auch echt mal gegen gehen langsam. Ja, ist halt eine Distanz so. Und dieser Run-Up ist scheiße. Das alles im Dunkeln, check ich schon, aber... Check ich schon? Hast du, Junge. Schon komm. Irgendwie. Ist irgendwie... Oh, Dankeschön. Also, schön gegen die Angst kämpfen hier jetzt. Ja, gegen Angst macht ja auch noch Spaß. Schön kontrolliert weit. Ja. Fokus und rein. Kein Weg, dass du zu kurz kommst. Ja, komplett. Ja, sauber, Junge. Sicher. Hör mal, clean. Ich will eigentlich normal, ich habe die Knie aufgesetzt. Digga, der war geil rausgegangen, fand ich. Ja, das war so, wie ich wollte, aber meine Knie sind vorher... Ich gehe schnell hoch und mache... Ja, man sieht, hier ein Knie, hier ein Knie. Keine Ahnung, ob man da Onkel Bo überhaupt erkennt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was er meint. Alter, war richtig geil. Einfach einen großen Schritt nach vorne gemacht und drin gelandet. Perfekt. Und es ist wirklich wild in dieser Dunkelheit. Also ich habe gerade nachgeguckt. Also offizieller Sonnenuntergang war vor einer halben Stunde. Geil, Junge. Wieder so eingeschlafen. Lächerlich. Ach, Quatsch. War wie, als würde ich eine Treppe runterlaufen, dahin zu laufen. Na gut, Treppe runterlaufen schaffst du ja auch zweimal dann. Krank, wie die den Impact hier wegnehmen. Jo. Jo. Geil. Alter! Yes! Boah! Alter, geil! Danke. Boah, hey, komplett weggestompt und dann schön raus. Ja, der Impact geht echt klar. Ja, das war wirklich wunderschön hier. 2 Schritte oben, einen in der Luft und zack rein. Echt perfekt. Der Drecksanlauf, das kotzt mich schon halb an, dass ich da so eine Schrankpforte. Weil das ist das, was Jan gesagt hat, Alter, wenn ab dem Moment, wo der Fuß von der Wand da weg ist, bist du da. Den kann man safe flippen. Ja, also da werden wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Also, das ist auf jeden Fall ein geiler Spot. ja, übel geiler Spot, der hier freigeschaltet wurde. Also big up, ne? Da war nämlich eigentlich so eine Plattform drauf, die einem zeigt, wo was auf Zeche ist. Alles voll mit so Hörnchen da oben. So ein 3D-Modell da von Zeche war da mal drauf. Das meine ich ja mit den Hörnchen. So, das war doch mal wieder ein schöner Familientag hier auf Zeche zusammen. Wenn das mein Arzt sieht, dann ist er fröhlich. Der hat mir nämlich gesagt, dass ich aufgrund des Knorpelschadens meine Knie nicht mehr beugen soll. Genau das habe ich mir gerade zu Herzen genommen. Astrale Landung. Das war wirklich einfach nur wild heute. Das ist ewig her, dass wir einen Tag damit verbracht haben, Parcours zu machen, ohne uns in irgendeine andere Standrichtung wegzunavigieren selbst dabei. Das ist wirklich ein Novum, dass das passiert. Das können wir aber gerne mal wieder wiederholen. Naja, Novum ist es nicht. Das war ja schon mal der Fall. Das ist ein Altum. Oder ein Altum. Also. Bleibt also nicht mehr viel zu sagen. 3, 2, 1. Feierabend Anfang! Alter, ich hab die fast runtergeschmissen. Boah.